Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu dieser Anleitung. Für diese Häkelanleitung werde ich mit einer 5er Nadel häkeln und diesem weiß-khaki-farbenen Farbverlaufsbobbel. Für diesen Double Loop benötigt ihr einmal euren Kopfumfang und diesen nehmt ihr mal 3. Ich werde hier für einen Kopfumfang von ca. 55 cm häkeln. Dies mal 3 genommen, kämen wir auf 165 cm. Ich schlage also jetzt eine Kette an auf 165 cm. Und wenn ich das dann habe, zähle ich die Kette einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 9 sein. Ich beginne bei diesem Loop mit einer Basisreihe, die ich dann auch am Ende dran häkeln werde, sodass Anfang und Ende vom Loop gleich sind. Und beginne mit einer direkten Kette, dem Fußschlingenanschlag auf feste Maschen. Wer möchte, kann hier aber auch mit Luftmaschen arbeiten, eine Luftmaschenkette nun auf seine Maße anschlagen, dann die Maschen durchzählen und diese sollten dann halt auch teilbar durch 9 sein. Und danach könnt ihr einfach mit festen Maschen zurückhäkeln. Ich beginne mit 2 Luftmaschen. Gehe vorzugsweise in die untere einzelne Schlaufe der ersten Masche, hole den Faden durch, ziehe beide Schlaufen auf gleiche Höhe, masche erst eine Schlaufe ab und dann 2 für eine feste Masche. Dann kann ich hier unten das Ganze zuziehen und habe sowohl oben als auch unten nun eine Masche. Ich steche unten in die komplette Masche ein, sodass ich beide Schlaufen auf der Nadel habe. Das ist am Anfang etwas fummelig, aber funktioniert. Hole den Faden wieder durch, ziehe beide Schlaufen wieder auf gleiche Höhe durch eine Schlaufe und durch 2. Dann in die nächste gebildete Masche einstechen, das geht jetzt etwas leichter. Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe, durch eine Schlaufe und durch 2. Und somit haben wir jetzt schon 3 feste Maschen gehäkelt. Nächste gebildete Masche. Faden holen, durchziehen, beide Schlaufen auf gleiche Höhe ziehen. Das ist immer wichtig, damit die Kette auch schön elastisch bleibt. Durch eine Schlaufe für den Boden, auf dem die Masche steht, und durch 2 Schlaufen für eine feste Masche. Und so häkel ich jetzt erst einmal eine feste Masche nach der anderen, bis ich auf meine 165 cm gekommen bin. Und dann sehen wir uns wieder. So sieht es dann nochmal vom Nahen aus. Und man kann dann später oben und unten ganz normal dran häkeln. Ein kleiner Stopp an dieser Stelle. Du magst meine Anleitung, schaust immer wieder vorbei, hast meinen Kanal aber noch nicht abonniert? Kanal abonnieren ist kostenlos. Für dich ist es nur ein kleiner Klick und du bleibst sogar immer auf dem neuesten Stand. Und für mich bedeutet es die Welt. Also, fass dir ans Herz, abonniere meinen Kanal kostenlos, Glöckchen drücken, kein Video mehr verpassen. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle weiter. Lieben Dank. Zurück nach 207 festen Maschen habe ich meine 165 cm in etwa erreicht. Und wir können mit Reihe 1 beginnen. Kommen wir zu Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Luftmaschen und häkeln in die ersten 4 Maschen jeweils ein Stäbchen hinein. Sodass wir optisch mit den Steigeluftmaschen 5 Stäbchen haben. Danach kommen 4 Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und ab der 5. 5 Stäbchen.
4 Luftmaschen, wieder 4 Maschen freilassen und ab der 5. 5 Stäbchen. Und so häkeln wir nun die ganze Reihe. Immer 5 Stäbchen, dann 4 Luftmaschen, 4 Maschen freilassen und wieder 5 Stäbchen. Und am Ende der Reihe noch 4 Luftmaschen. Und dann können wir schon mal das Ganze entwirren. Die Borte ist ja schon breit genug, damit wir den Loop dann auch schön unverdreht zusammenfügen können. So. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, entweder ihr häkelt in die letzte Masche ein Stäbchen hinein, das lässt sich dann natürlich hier leichter zusammenfügen und mit dem Anfangsfaden auch vernähen. Dann habt ihr allerdings optisch 6 Stäbchen und müsst das eine dann in der nächsten Runde wegmogeln. Oder aber ihr schließt direkt in der zweiten Luftmasche von unten angezählt mit einer Kettmasche. So. Nehmt euch eure Wollnadel und verbindet das Ganze dann hier unten direkt miteinander. Aufpassen, dass sich das nicht durchzieht. So. So. Und dann habt ihr hier auch das gleiche Ergebnis. Also das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Entweder ein Endstäbchen und dann halt ein Stäbchen in der nächsten Reihe wegmogeln oder aber so zusammenfügen und dann unten einfach zusammennähen. Ja, das war Reihe 1 und dann kommen wir nun zur Reihe 2. Für Reihe 2 mogeln wir uns in das zweite Stäbchen mit einer Kettmasche und danach in das dritte Stäbchen mit einer Kettmasche. Denn wir bleiben bei 5 Stäbchen und das heißt, die Steigeluftmaschen müssen dann über dem dritten Stäbchen beginnen. Dann häkeln wir ein Stäbchen in das nächste und ein Stäbchen in das übernächste und haben somit schon mal 3 Stäbchen. Danach kommen 2 um die Kette herum. Und dann haben wir optisch wieder unsere 5 Stäbchen. Danach 4 Luftmaschen. Rüber zur nächsten Gruppe. Auch hier lassen wir das erste und das zweite frei, machen einen Umschlag und stechen in das dritte hinein und häkeln ein Stäbchen. Dann ins vierte ein Stäbchen, ins fünfte ein Stäbchen und die letzten beiden Stäbchen kommen um die Kette herum gehäkelt. Und somit verschieben wir das Ganze. 4 Luftmaschen. Nächste Gruppe. Erstes und zweites Stäbchen freilassen. Ins dritte ein Stäbchen. Ins vierte ein Stäbchen. Und ins fünfte ein Stäbchen.
Danach wieder 2 Stäbchen einfach um die Kette herum häkeln, sodass wir auch so wieder optisch unsere 5 Stäbchen haben. 4 Luftmaschen, erste und zweite Stäbchen freilassen, ins dritte, vierte und fünfte Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und dann 2 Stäbchen um die Kette herum. Und so nun einmal rum. Immer 4 Luftmaschen, erstes und zweites Stäbchen freilassen, ins dritte, vierte und fünfte jeweils ein Stäbchen häkeln und um 2 wieder erweitern um die Kette herum. Und dann sollte es so aussehen. Und am Ende der Runde, nach den 2 Stäbchen um die Kette herum, kommen wieder 4 Luftmaschen und wir schließen das Ganze in der zweiten Steigeluftmasche von unten angezählt mit einer Kettmasche. Und das war dann Reihe 2. Reihe 3 beginnt wieder damit, dass wir uns 2 Stäbchen nach vorne mogeln mit jeweils einer Kettmasche. Also 2 schöne lockere Kettmaschen, die wir nicht zusammenziehen, sodass wir über dem dritten Stäbchen mit 3 Steigeluftmaschen starten können und dann ins vierte ein Stäbchen häkeln und ins fünfte ein Stäbchen häkeln. Danach wieder 2 Stäbchen um die Kette herum. So dass wir optisch wieder unsere 5 Stäbchen haben. 4 Luftmaschen, rüber zur nächsten Gruppe und ins dritte Stäbchen ein Stäbchen, ins vierte Stäbchen ein Stäbchen, ins fünfte ein Stäbchen und wieder 2 Stäbchen um die Kette herum. Und so sollte es dann aussehen. Und das ist das eigentliche Muster. Wie ihr seht, schiebt sich das Ganze immer in eine Richtung weg. Dadurch bekommen wir eine schöne Wirbelung und im Gesamtpaket sieht es nachher genial aus. Und die Menge, die wir hier nun nach oben häkeln, das sollte jeder für sich selbst gestalten, denn die einen mögen es voluminöser um den Hals, die anderen nicht so, eher lockerer. Also da muss man immer mal wieder anprobieren und schauen, wie es an einem selber aussieht. Da würde ich mich jetzt nicht unbedingt nach meinen Reihen richten. So, und ich werde das jetzt Reihe für Reihe so weiter hochhäkeln, euch dabei natürlich mitnehmen. Und dann sehen wir uns, wenn ich meine Höhe dann soweit erreicht habe. Bis gleich. Zurück nach 31 Reihen beende ich die Reihe noch mit einer Kettmasche und habe das Volumen für meinen Doppelloop erreicht. Jetzt zum Schluss allerdings brauche ich noch eine Endreihe, damit natürlich oben und unten gleich aussieht, und zwar eine Reihe feste Maschen. Und da häkeln wir dann so wie am Anfang in jedes Stäbchen eine feste Masche. Und da wir hier eine Kette aus 4 Luftmaschen haben, häkeln wir entweder in die Maschen oder um die Kette herum, was leichter ist, einfach 4 feste Maschen. Ich beginne mit einer Luftmasche und steche direkt am Fuß der Steigeluftmaschen ein und häkel eine feste Masche, sonst würden wir ja eine auslassen. Danach in jedes Stäbchen eine feste Masche
So, und dann haben wir auch unsere 5 festen Maschen. Und ich persönlich steche in die Kette ein und häkel dort dann jeweils eine feste Masche in jede Luftmasche hinein. Das sieht dann so aus, weil sonst bildet sich so eine leichte Wulst und die haben wir hier auch nicht, da wir ja hier unseren Fußschlingenanschlag haben, oder aber ihr habt anfänglich mit einer Luftmaschenkette und festen Maschen zurückgehäkelt. Und damit das auch beides schön aussieht und vor allen Dingen gleich aussieht, steche ich persönlich lieber in die Masche ein. Müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Als nächstes werde ich die Runde jetzt erst einmal mit festen Maschen ringsherum bestücken. Und wenn ich einmal rum bin, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und nachdem ich einmal rum bin, in der ersten festen Masche mit einer Kettmasche schließen, können wir uns den Faden abschneiden. Noch einmal. Durchfädeln. Und einmal hin und her vernähen. So, und fertig ist unser Doppelloop. Und so sieht das Ganze dann aus, von weiß in grau, in khaki, grau und wieder weiß. Das Ganze wirbelt sich richtig schön. Die Musterung kommt super schön zur Geltung. Und wenn wir das einmal, wie wir es tragen würden, so zusammenfalten, sieht es einfach nur schön aus. Vor allen Dingen von vorne die Optik, wenn alles so zur Seite wegstrahlt. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten, lasst die Nadeln glühen. Und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.